Laut einer Hadith-Überlieferung sagte der Gesandte Gottes, Friede und Segen sei mit ihm, Folgendes: Wer mich nach meinem Tod besucht, ist, als hätte er mich in meinem Leben besucht. Allein dieser Ausspruch war Grund genug, mit einer Gruppe von zauberhaften Menschen uns auf eine großartige Reise zur Stadt des Propheten Mohammed nach Medina zu begeben. Der Weg nach Medina führte uns erstmal aufgrund eines Zwischenstopps durch Ägypten, wo wir uns ein paar Stunden aufgehalten haben. Ab nach Medina. In Medina, Flughafen angekommen. Sieht schon krass aus. Meine Friends. Okay, ich weiß nicht, ob es ein Time to Refresh kommt, aber wenn ja, kommentiert bitte, dass ich euer Favorit war in dem Video und ich immer am meisten euch entertaint habe. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns. Ciao. So, jetzt gehen wir aus dem Flughafen raus. Weil man Anzug, boah, krasse Atmosphäre auf jeden Fall. Guck mal diesen Stern. Sieht krass aus. Auf jeden Fall mit der Gruppe. Was geht, Jungs? Um Mitternacht sind wir an unserem Hotel, das gleich neben dem Masjid al-Nabawi war, angekommen, haben unser erstes Morgengebet dort verrichtet und dann uns ausgeruht, damit wir am Mittag fit und gepflegt unseren Propheten besuchen können. Wir haben uns entsprechend der dortigen Wetterklima und entsprechend der Sunna des Propheten angekleidet und uns auf den Weg gemacht. Wir sind jetzt auf dem Weg, den Propheten zu begrüßen in Masjid al-Nabawi. Wir sind ziemlich nervös. Die Aufregung war groß. Das sollte die erste Begegnung mit der größten Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte sein. Viele Tränen flossen aus den Augen. Lange Jahre der Sehnsucht war vorbei. Der Mensch, dem wir alles verdanken, stand vor uns. Und wenn man noch an diese Überlieferung von ihm denkt: Wer mein Grab besucht, für den wird meine Fürbitte im Jenseits zur Pflicht. Und was für Feeling hast du jetzt? Was für ein Feeling habe ich jetzt? Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben, aber die Luft hier hat so eine sanfte Luft und ja, so entspannt auf jeden Fall. Ich gehe jetzt zur Moschee, zum Mitternachtsgebet, zur Moschee des Propheten. Friede und Segen sei mit ihm. Und jetzt zeige ich euch mal die Aussicht. Die Atmosphäre ist wirklich genial. Wir wollten möglichst wenig Zeit im Hotel und möglichst viel Zeit im Masjid des Propheten verbringen. In Tarawih-Gebeten in Medina fühlte ich mich manchmal wie im Paradies. Es war unbeschreiblich. Der Prophet sagte in einer Überlieferung: Ein Gebet in meiner Moschee in Medina ist besser als 1000 Gebete in anderen Moscheen, mit Ausnahme der Masjid al-Haram in Mekka. Es gab in Medina kein Iftar-Essen im Hotel und deshalb haben wir meistens unser Fastenbrechen im Masjid in der fabelhaften Atmosphäre gemacht. Aber gucken Sie sich das an. Sieht aus wie Tee, aber es ist angeblich Kaffee. Ich bin gespannt.
مجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح. Das ist unser Menü. Tee, Joghurt, Datteln, Wasser, Semsamwasser. Das war knapp. Folgendes wird vom Propheten überliefert. Das Feld zwischen meinem Haus und meinem Minber ist ein von den Paradiesgärten. Deshalb war eine der besten Aktivitäten dort der Besuch des Paradiesgartens und unser dortiger Aufenthalt. Ich habe mir gerade diese ganzen Videos von mir angeguckt, die ich gemacht habe. Sie sagt mir einfach nicht, dass ich aussehe wie ein Penner. Es wird jetzt geändert, gell, Swipe? Zweimal täglich sind wir zusammengekommen, um gegenseitig Koran zu lesen. Außerdem ist die Architektin dieser wunderschönen, multifunktionalen Schirmen eine Frau aus Deutschland. Natürlich haben wir dort auch andere bedeutende Orte besucht. Assalamu alaikum. Wir sind hier gerade bei der Kuba-Moschee. Erste gebaute Moschee, die es gibt. Hier ist die. Wir waren da gerade beten zusammen und danach haben wir noch zwei Raka, wie hieß das, Masjid-Gebet gemacht. Das ist immer so. Es wird gesagt, dass wenn du hier in dieser Moschee 2 Raka Masjid-Gebet machst, dass es dem gleicht, einmal Umrah gemacht zu haben. Krass. Wir sind gerade bei Uhud, aber wir gehen wieder, weil, ich weiß nicht weil, aber wir kommen wieder abends. Und gerade kann man sowieso, ich kann kaum meine Augen öffnen. Abends ist viel entspannter hier zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Guckt euch mal, wie krass das aussieht. Allahumma salli ala al-Mustafa. Hey Freunde, jetzt sind wir am Ort von Hendek, wo es gegraben wurde, damit der Feind nicht angreifen konnte. Und hier wurde eine Moschee errichtet. Das ist diese Moschee. Uhud ist ein Ort, wo der Prophet sehr viel gelitten hatte. Die mekkanischen Polytheisten sind bis nach Medina gekommen und die nach Medina geflüchteten Muslime angegriffen. Über 70 Muslime sind dort ums Leben gekommen, unter anderem der geliebte Onkel des Propheten Hamza. Doch trotzdem sagte der Prophet in Bezug auf Uhud, Uhud ist ein Berg, den wir lieben und der uns liebt. Mit dieser Aussage wollte er vielleicht verhindern, dass wir Muslime gegenüber Uhud misstrauisch werden. So, meine Freunde, haben wir gerade schön gefrühstückt. Frühstück sage ich, gebreakfastet, gepicknickt. Und da hinten spielen wir jetzt mit irgendwelchen Männern und Kindern Fußball. Das ist Hayat. Wie alles ein Ende hat, hat auch unsere Medina-Reise ein Ende gehabt. Und wieder machten wir uns auf den Weg zum Grab des Propheten. Aber diesmal, um von ihm Abschied zu nehmen. Es ist unser letzter Tag heute in Medina. Wir haben vorhin uns vom Propheten verabschiedet und jetzt werden wir nach Mekka fahren.
Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Die Reise nach Mekka, zum Haus Gottes, hat begonnen. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله